Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mit der neuen Mavic 2 hat DJI endlich nach 24 Monaten einen Nachfolger der legendären Mavic Pro vorgestellt. Damals war die Mavic Pro durch die geringe Größe und ihren intelligenten Flugmodus so revolutionär, dass sie die gesamte Konkurrenz in der Bedeutungslosigkeit versunken hat. Doch wie viel besser ist die Mavic 2 als ihr Vorgänger? Welche Version soll ich mir holen und ist sie wirklich ihr Geld wert? Ich hatte die Drohne jetzt knapp 3 Monate im Einsatz und möchte euch hier meine Erfahrung mitteilen. Geht für die beste Qualität unten in den Fullscreen-Modus und stellt den Player auf 4K. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los. Punkt Nummer 1: Verarbeitung und Gehäuse. Selbst erfahrene Drohnenpiloten werden in der Luft Probleme haben, den Unterschied zwischen der neuen Mavic und dem Vorgänger zu erkennen. Denn das Gehäuse ist glücklicherweise weitestgehend gleich geblieben. Durch die extrem hochwertige Verarbeitung zusammen mit dem Klappmechanismus und der daraus ergebenden geringen Größe ist DJI der Konkurrenz überlegen, die zum Teil noch immer riesige Plastikbomber anbieten. Auch die Fernbedienung ist die genialste im Consumer-Bereich, da sie einfach klein, robust und ergonomisch ist. Wer an den orangenen Zubehörteilen interessiert ist, dem verlinke ich die Produkte unten in der Videobeschreibung. Beim genaueren Hinschauen fallen die neuen Sensoren auf. Neben den optischen Kollisionssensoren auf der Front- und Unterseite, die ja auch schon die Mavic 1 hatte, gibt es nun 2 weitere Kameras am Heck und jeweils eine an der Seite der Drohne. Das macht eine Gesamtanzahl von 9 Kameras, wovon ihr aber nur das Bild der stabilisierten Hauptcam sehen könnt. Ich meine, es wäre doch auch cool, schnell für die Navigation mal nach hinten oder zur Seite gucken zu können. Fehlanzeige. DJI verwendet geschickt den Begriff omnidirektional, um zu verschleiern, dass es sich eben nicht um einen 360-Grad-Rundumschutz handelt. Tatsächlich sind die Seitenkameras nur in ausgewählten Flugmodis mit einer deutlichen Geschwindigkeitsreduzierung aktiv. Meine Meinung zu den Kollisions- und Infrarotabstandssensoren ist zweigeteilt. Es ist natürlich gut, gerade für Anfänger das Crash-Risiko zu verringern. Und ja, das funktioniert in einfachen Situationen auch gut. Im etwas ambitionierteren Betrieb fangen die Sensoren aber immer häufiger an zu nerven, da sich die Präzision und Reichweite zu den Vorgängern irgendwie nicht verbessert hat. Beim Starten und engen Umgebungen geht einem das ständige Gepiepse mega auf den Keks. Die Drohne lässt sich dann, wenn überhaupt, nur sehr langsam durch Hindernisse steuern und beim dichten Vorbeiflug an Objekten löst die Mavic auch gerne mal, fehlerhafterweise, eine plötzliche Vollbremsung aus. Man könnte die Sensoren jetzt natürlich auch ausschalten. Das ist für mich jetzt auch nicht ganz Sinn der Sache, weil die Sensoren auch mich mal in einer unaufmerksamen Sekunde vor einem Crash bewahrt haben. Ich hätte mir einfach genauere Sensoren, die präziser eingreifen, gewünscht. Punkt Nummer 2: Akku und Flugperformance. Nachdem DJI von einem 3-Zellen-Akku bei der alten Pro auf 4 Zellen wechseln musste, werden damit meine bisherigen Lipos und das Ladegerät nutzlos. Wenigstens ist der Energieinhalt von 43 Wattstunden auf 59 Wattstunden gestiegen. Dadurch, dass die Drohne aber auch schwerer geworden ist, sie wiegt jetzt 905 Gramm, habt ihr davon eigentlich keinen wirklichen Nutzen, wobei die Flugzeit mit realistischen 25 Minuten weiterhin auf einem sehr guten Niveau ist. Beim ersten Abheben fallen direkt 2 Dinge positiv auf: die Lautstärke und die Flugstabilität. Bei der Geräuschentwicklung würde ich die Mavic 2 auf dieselbe Stufe stellen wie die alte Mavic in der Platinum-Ausführung. Die Frequenz ist ein angenehmes tiefes Surren und kein Vergleich zu der dagegen krächzenden Mavic Air. Leider passen die neuen Propeller nicht auf die alten Modelle, weil sie minimal zu lang sind. Immer aufs Neue bemerkenswert ist die driftfreie Positionierung des Kopters. Die Drohne steht wie angenagelt in der Luft. Als Modellflieger weiß man, dass das nicht selbstverständlich ist. Diese Präzision erreicht DJI nicht alleine durch die GPS- und GLONASS-Empfang, sondern durch eine geschickte Kombinierung der Kameras und Beschleunigungssensoren, um eine Bewegung gegenüber der Umwelt auszumachen. Deshalb könnt ihr die Drohne auch indoor komplett ohne GPS nutzen und müsst nicht auf einen Position-Hold-Modus verzichten. Die alte Mavic Pro macht das zwar auch schon so, durch die 2 neuen LED-Strahler auf der Unterseite funktioniert das aber auch bei schummrigen Lichtverhältnissen zuverlässig. Mir positiv gefallen hat sofort, dass das Flugverhalten erwachsener geworden ist. Die Beschleunigungs- und Bremsparameter wurden dahingehend angepasst, dass die Drohne nun etwas weicher und nicht so digital wie zum Beispiel eine Air oder die alte Pro reagiert. Das ist insbesondere für eine gleichmäßige Kameraführung und für die Gimbal-Stabilisierung vorteilhaft. Die Maximalgeschwindigkeit wurde aber trotzdem auf 72 km/h im Sportmodus erhöht. Das ist 7 bzw. 5 km/h schneller als die Mavic 1 oder Air. Auch wenn die Steiggeschwindigkeit mit 5 Metern pro Sekunde nicht erhöht wurde, so zieht die Zoom hier an ihren Vorgängern vorbei. Liegt bestimmt daran, dass die frischen 4S-Akkus einfach noch mehr Druck haben. Die Verbesserungen, die hier gemacht worden sind, nimmt man zwar gerne mit, solche Veränderungen werden aber im Alltag jetzt nicht kriegsentscheidend sein. Was mich zum nächsten Thema bringt. Punkt Nummer 3: Gimbal und Kamera. Die größte Veränderung und damit das am meisten gehypte Thema ist eindeutig die 4K-Kamera. Oder Kameras.
Während viele YouTuber medienwirksam mit der Pro-Ausführung, also der 1 Zoll Hasselblad-Kamera ausgestattet wurden, habe ich mich ganz bewusst für die auch noch 250 € günstigere Zoom-Variante entschieden. Der Grund ist ziemlich einfach. Drohnenaufnahmen und der damit verbundene Weitwinkel-Look sind einfach jedem mittlerweile bekannt und keine Besonderheit mehr. Aber durch den 2- bzw. 4-fachen Zoom bieten sich einfach viel mehr kreative Möglichkeiten, die Perspektive zu ändern und sich von den Einheitsbrei somit abzuheben. Und gerade in Deutschland, wo es zu fast jedem Objekt Mindestabstände einzuhalten gilt, kann man mit der Zoom trotzdem noch spektakuläre und wer hätte das gedacht, legale Aufnahmen machen. Switching up, I can't trust nobody but the money in the car, yeah. I be counting up, they be switching up. Hier ergibt sich mir also ein größerer Nutzen aus dem Zoom-Objektiv, anstatt einfach der extra Qualität. Durch den Vierfach-Zoom, den es nur im Full-HD-Modus gibt, könnt ihr Objekte aus 100 Metern beobachten, die ihr euch noch nicht mal hören würden. Zwar sticht die Pro mit dem 1 Zoll Sensor, 14 Stops Dynamic Range, variabler Blende und 10-Bit Farbraum raus. Diese Abbildungsqualität erreicht man aber auch nur, wenn man auch in einem Log-Profil filmt, was immer einen aufwendigen Grading-Prozess mit sich zieht. 95% der Consumer und Prosumer werden diese Leistung aber gar nicht benötigen oder mangels der richtigen Hardware, wie zum Beispiel einen HDR-fähigen 4K-Monitor, gar nicht die technische Grundvoraussetzung haben, um den Mehrwert wirklich genießen zu können. Ach ja, und was bringt euch eine gute Lowlight-Performance, wenn ihr in Deutschland nur tagsüber fliegen dürft? Zudem konnte mich die Qualität der Zoom mit ihrem 1,2 Zoll Sensor komplett aus dem Socken hauen. Die Schärfe, Details und das Zoom-Objektiv mit einem guten Streulichtverhalten sind besser als meine Erwartungen. Die Kamera kann hier von dem neuen H265 Videocodec in Kombination mit den 100 Mbits Bitrate profitieren und ist, wenn man im Normalmodus filmt, also kein Log-Farbprofil, was die Zoom gar nicht bietet, nur sehr schwer von der Mavic Pro 2 zu unterscheiden. Zwar habe ich fast alle Aufnahmen hier, bis zum Beispiel die erste Anfangsszene, im Look angepasst. Die Ergebnisse out of camera, wie hier zum Beispiel, können vor allem durch diese wirklich erstaunliche Detailreiche und Schärfe überzeugen. Seid euch aber bewusst, dass dieser High-Efficient Videocodec extrem ressourcenhungrig ist und mein MacBook Pro von 2015 die Dateien erstmal nicht flüssig abspielen kann. Weil YouTube jedoch viel Qualität schluckt, findet ihr in der Videobeschreibung auch nochmal einen Download-Link, um euch ein paar Originaldateien runterzuladen und das auch ganz ohne Anmeldung. Einziger Kritikpunkt ist das Fehlen von 4K mit 60 Frames pro Sekunde. Es wäre doch in der Mavic-Serie eigentlich mal Zeit gewesen, weil die Phantom-Modelle das schon lange können. Dass sich der Gimbal nun auch seitlich schwenken lässt, hört sich erstmal gut an. Ich habe das Feature aber eigentlich nie benutzt, weil es auch bedienungsmäßig irgendwie blöd umgesetzt worden ist. Was mich auch direkt zum nächsten Thema bringt, Punkt Nummer 4, Features und die Software. Glücklicherweise setzt DJI wieder auf die hauseigene OcuSync-Übertragungstechnik, die sogar selbst in der EU bis zu 5 Kilometer Reichweite erzielen soll. Hier gibt es auch wirklich nichts auszusetzen. Problematisch ist aber nach wie vor die Verbindung zwischen eurem Sender und dem Android-Smartphone. Mein OnePlus 5T connected und disconnected sich manchmal random und schafft es damit sogar, den Sender aufzuhängen, sodass ich diesen, im Flug wohlgemerkt, dann neu starten musste. Abhilfe kann ich mir da immer nur mit einem iOS-Gerät wie zum Beispiel dem iPad schaffen. Oder ihr müsst hoffen, dass euer Android-Gerät einfach besser unterstützt wird. Auch bei den Flugmodis wurde für mich auf unerklärliche Weise wegrationalisiert, worüber ich mich schon mal in einem extra Rant-Video ausgelassen habe. Den Link packe ich euch nochmal ans Ende des Videos. Zu den neuen Features gehören eigentlich nur Hyperlapse, Quickshot und Active Track 2.0. Letztere ist meiner Meinung nach die wertvollste Funktion, um im Ein-Personen-Betrieb coole, cinematische Aufnahmen von einem selber zu schießen. Die Erkennung und Unterscheidung von Objekten funktioniert wirklich gut. Von der beworbenen Funktion, die Bewegung eines Objekts vorauszubestimmen zu können und auch nach dem Verschwinden wiederzufinden, hätte ich mir aber viel mehr erhofft. Die Drohne reagiert nach wie vor nur sehr gemächlich auf plötzliche Geschwindigkeitsänderungen, sodass man sich immer erst langsam steigern muss, bis man überhaupt jemals die Maximalgeschwindigkeit von jetzt angeblichen 72 km/h erreichen wird. Auch hier behindern mich im Alltag dann die vorderen Kollisionssensoren, welche unter 30 km/h aktiv sind, da sie die Umgebung und Flugbahn leider, wie ihr hier sehen könnt, nicht intelligent vorausbestimmen und dann nur noch die Drohne zum Stillstand bringt. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Weitsicht gewünscht. Will man aber einfach noch ein bisschen mehr Pep durch Perspektivenwechsel in den Aufnahmen haben, kommt man um ein manuelles Steuern nicht vorbei.
Leider gibt es nach wie vor nicht die Möglichkeit, mit 2 Sendern die Steuerung der Drohne und die Bedienung der Kamera aufzuteilen. Eine Funktion, die man bei der Mavic 1 durch das Missbrauchen der Schüler-Lehrer-Funktion erreichen kann. Hyperlapse Mode habe ich nicht oft ausprobiert und ich denke auch nicht, dass ich ihn oft in Zukunft verwenden werde, weil auch die Ergebnisse, wie ihr hier sehen könnt, mich nicht sonderlich begeistern konnten. Die vorgefertigten Flugmanöver oder auch Quickshots genannt sind dagegen für zwischendurch und Social Media immer eine nette Sache. Boomerang, Asteroid und Dolly Zoom sind meine Favoriten. Blöd ist aber, dass alle Aufnahmen, die noch auf der Drohne gerendert werden müssen, dazu gehören auch die Timelapse-Aufnahmen, nur in Full HD aufgenommen werden. Von den Verbindungsproblemen mit dem Smartphone mal abgesehen, sind die Software-Maleste aber besser geworden. Der Kompass musste bei mir nie kalibriert werden und die Updates halten sich sogar in Grenzen. Verschweigen möchte ich aber auch nicht, dass die Drohne Indoor einmal ausgetickt ist und einfach grundlos in die Wand gerast ist. Da wird einem dann bewusst, dass immer etwas schief gehen kann und ihr deswegen auch eine Versicherung für die Drohne haben müsst. Meine Empfehlung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Durch meinen Gutscheincode bekommt ihr sogar einen Rabatt auf eurem professionellen Drohnenführerschein. Schaut also mal vorbei. Und damit komme ich zum letzten Punkt, Punkt Nummer 5, meinem Fazit und welche Drohne sollt ihr euch kaufen. Vorweg gesagt möchte ich erstmal festhalten, auch wenn es vielleicht nicht ganz im Video so rübergekommen ist, dass ich finde, dass die Mavic 2 momentan die beste Consumer-Drohne ist, die ihr euch kaufen könnt. Ich hoffe, es ist auch rübergekommen, dass ich denke, dass für viele Leute die Zoom-Version die bessere Wahl ist. Wer die Mavic Pro braucht, wird das auch wissen und vielleicht auch nicht unbedingt dieses Video hier schauen. Für mich lassen sich aber die Vorteile der neuen Mavic 2 Zoom eigentlich komplett auf die Kamera, von den Kollisionssensoren mal abgesehen, runterbrechen. Und da muss man dann schon für sich selber ausmachen, ob einem das wert ist. Wenn man überlegt, dass man die erste Mavic Pro mittlerweile schon ab 800 € zu kaufen gibt und die Kameraqualität davon jetzt auch nicht schlecht war. Ihr findet dazu auch noch viele Videos auf meinem Kanal unten, wo ich das Ganze vergleiche. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn es so war, gebt dem Ganzen doch ein Like und abonniert gerne den Kanal. Die Links zu allen Produkten, wie auch Tuningteile und Versicherungen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut mal gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!